Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? Wir kümmern uns ja immer um Probleme, die es gibt und überlegen, wie wir mit Faserverbundwerkstoffen dazu beitragen können, diese zu lösen. In einem der letzten Folgen hatten wir schon mal angekündigt, dass wir uns auch mal um das Thema kümmern wollen: Composites, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und da wollen wir heute mal drauf eingehen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind in aller Munde. Da müssen wir auch was zu beitragen, um halt eben den Planeten hier für zukünftige Generationen zu erhalten. Als ich in 2008 bei Firma TC angefangen bin, habe ich mir noch keine großartigen Gedanken dazu gemacht. Aber ja, man überlegt immer mehr in die Richtung, wie kann man auch zum Klimaschutz beitragen. Und heute als Geschäftsführer muss ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, um A, marktfähig zu bleiben. Und B, möchte ich auch noch, dass für meine Kinder und vielleicht mal Enkelkinder der Planet auch noch bewohnbar ist. So, die erste Frage, die wir uns gestellt haben: Sind unsere Faserverbundwerkstoffe grün? Wenn man sich das hier anguckt, nee, eher weißlich, gräulich. Aber das sagt ja nichts darüber, ob es auch wirklich grün ist. Diese Pflanze ist nicht echt, ist aber grün. Jetzt ist die Frage, wie nachhaltig sind Faserverbundwerkstoffe? Wenn man Diskussionen mit Freunden und Bekannten führt, hat man auch immer mal wieder das Thema: Ja, ihr stellt ja Plastik her. Für mich ist das ein ziemlicher Unterschied, ob wir nun über Composites und Faserverbundwerkstoffe reden oder hier über Plastik. Ich erkläre euch mal meine Sichtweise dazu. Wenn man sich diesen Joghurtbecher hier mal anschaut, da ist auch schon viel dran gemacht worden, um den ökologischer zu machen. Der Kunststoffdeckel hier oben fehlt. Man kann die einzelnen Elemente trennen. Man kann auch hier Papier abziehen. Die Dinger sind deutlich dünnwandiger geworden. Also auch in dem Bereich versucht man schon, Ressourcen zu schonen, auch ganz massiv. Ich sehe aber zwischen so einem Joghurtbecher und einem Faserverbundwerkstoff einen deutlichen Unterschied von den Rohstoffen her, aber auch gerade von der Nutzung. Einen Joghurtbecher nutze ich, um einmal etwas abzufüllen, damit es ein Mensch essen kann, und dann landet das Ding hinterher im Recycling oder im Abfall. So ein Profil, aus dem wir dann zum Beispiel eine Treppe, einen Laufsteg oder ein Fahrzeugteil herstellen, da ist es eigentlich so, dass Kunden erwarten, dass so eine Treppe oder so ein Laufsteg mindestens 25 Jahre hält. Im Fahrzeugbereich sind wir schon bei 30 Jahre. Und wir haben auch, oder es gibt auch Anwendungsfälle im Faserverbundbereich, die schon deutlich älter sind. Wenn man sich so ein GfK-Profil anguckt, woraus besteht es, ist nicht ein rein ölbasiertes Produkt, sondern ich habe hier erstmal Glasfasern drin, Glasfasermatten, Glasfaser-Rovings, ein dünnes Polyestervlies in der Oberfläche. Ist in dem Fall hier aber eingebettet in eine Matrix aus Harz und Härter. Das Ganze ist im Gegensatz zum thermoplastischen Kunststoff so aufgebaut, dass man es ja eigentlich nicht wieder trennen kann. Und zwar aus den Gründen, weil es zum Beispiel in Kühlturmen oder in der Chemieindustrie eingesetzt wird, wo Chemikalien drauf wirken, das aber gerade nicht kaputt gehen soll. Dann haben diese Produkte einfach den Vorteil, die lassen sich durch solche Sachen nicht angreifen, die korrodieren nicht. Und dadurch habe ich halt deutlich weniger Wartung und Reparatur im Laufe der Zeit. Ich muss also nicht alle 3 Jahre hingehen, so ein Bauteil, wenn es aus Stahl wäre, im Chemiewerk zum Beispiel Sandstrahlen und da neuen dreifachen, 2- oder 3-fachen Korrosionsschutz auftragen. Was ja auch einfach für Arbeit sorgt, für Umweltbelastung sorgt. Das fällt hier alles weg. Ich baue es einmal auf und dann ist es fertig. Wenn wir uns Faserverbundwerkstoffe angucken, sind die also durchaus schon größeren Umweltbelastungen ausgesetzt, durch Kälte, durch Wärme, Umwelteinflüsse, Sonneneinstrahlung und so weiter. Seht ihr zum Beispiel auch, wenn ihr euch den Flügel von so einer Windkraftanlage anguckt. Die halten also sehr lange, aber irgendwann kommen die natürlich auch ans Ende ihrer Lebenszeit. Aber wenn ich hier zum Beispiel mir auch angucke, dass zum Beispiel GfK-Rohrhersteller für das Verbuddeln der Rohre im Erdboden bis zu 80 Jahre Gewährleistung geben, dann ist das schon sehr gut. Und das halt eben auch nicht zu vergleichen, glaube ich, mit unserem Joghurtbecher. Also schon mal 2 total andere Anforderungen. Einmal sehr langlebig gegenüber sehr kurzlebig. Das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt, weil Wirtschaftsgüter, die ich länger nutzen kann, ohne die überarbeiten zu müssen, ohne die warten zu müssen,
Das hat zwangsläufig auch einen positiven Beitrag zur ganzen Umweltbilanz. Wenn ein Faserverbundbauteil nun, ich sag mal 25, 30, vielleicht auch 80 oder auch mal 100 Jahre im Einsatz war, irgendwann kommt doch der Zeitpunkt, wo man sich Gedanken machen muss, ja, das Bauteil muss aus irgendwelchen Gründen verschrottet werden. Jetzt haben wir vorhin gesagt, einfach auflösen und in die Bestandteile zerlegen funktioniert bei so einem Bauteil nicht ganz so gut, weil es halt nicht wieder auflösbar ist. Ich kann zwar Teile davon verbrennen, ja, und man muss gucken, was man daraus macht. Mittlerweile ist da auch ein Weg gefunden worden. Zum Beispiel gibt es in Bremen eine Firma Neocomp, die haben sich darauf spezialisiert, glasfaserverstärkte Kunststoffe zu recyceln. Bedeutet also, die Bauteile werden sehr klein geschreddert, sodass man kleine Flakes hat. Dann kommen noch Bestandteile vom Altpapierrecycling damit rein. Und dieses Gemisch sozusagen wird dann an die Zementindustrie geliefert. Und in Zementöfen wird das erstmal zugegeben als Brandstoff, also liefert Energie. Und die Abfallprodukte, die dann noch überbleiben, das sind ja die Abfallprodukte von Glas sozusagen, von Harz und Hertha, das sind glücklicherweise auch die Zuschlagstoffe, die man braucht, um Zement herzustellen. Das heißt, ich kann so ein GFK-Profil nicht im direkten Sinne recyceln. Natürlich, wenn ich irgendwo sage, okay, ich kann es kleiner schneiden, baue noch wieder was anderes draus, dann ja. Hat das aber wirklich jetzt mal keinen Nutzen mehr als GFK-Profil, dann über diesen Weg des Recycling, Upcycling oder wie auch immer man das nennt, kann man halt dafür sorgen, dass es in die Zementindustrie reinkommt und dadurch halt im Straßenbau oder auch im Hausbau praktisch ein zweites Leben antritt. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, was ist denn heute schon unser Beitrag zum Umweltschutz? Wie nutzen Faserverbundwerkstoffe? Wer sich mit Faserverbundwerkstoffen auseinandersetzt, der kennt die grundsätzlichen Eigenschaften, die wir hier haben. Wir haben also Korrosion vermeiden, wo wir gesagt haben, okay, Leitern, Laufstegen, Treppen in Chemiewerken und so weiter, da ist das sehr, sehr sinnig. Genauso wie Witterungs- und UV-Beständigkeit. Dann haben wir auch die hohe chemische Beständigkeit, die eigentlich in diesem Bereich Leitern, Laufstegen, Treppe, Sonderkonstruktion, Spritzschutzeinrichtung einen guten Beitrag leistet. Einfach dadurch, dass die Produkte sehr langlebig sind und man dadurch keinen extra Aufwand reinstecken muss für Sachen erhalten. Was wir noch haben für Vorteile sind natürlich das geringe Gewicht, hohe Designfreiheit, die hochwertig lackierten Oberflächen und eine hohe Schlagfestigkeit. Das bringe ich auch alles in Einklang sozusagen mit dem Thema Umweltschutz. Ich zeige euch mal ein paar Bauteile. Das, was wir hier haben, ist zum Beispiel eine Dachblende für eine Straßenbahn. Da kann man sehen, die ist schon relativ dünnwandig. Die ist auch sehr leicht, also die kann ich auch mit einer Hand tragen. Wir haben also den Vorteil der Gewichtsersparnis. Genauso wie wir hier ein kürzeres Stück einer Dachblende haben, wo einfach auch die Gewichtsersparnis eine Rolle spielt. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Schienenfahrzeug, ein Flugzeug, ein Bus, ein Auto wird andauernd wieder beschleunigt, wobei es Energie verbrennt. Man muss ja Energie aufwenden über den Motor, um das auf eine gewisse Geschwindigkeit zu kriegen. Und sobald ich abbremsen muss, wird auch wieder Energie verbrannt. Über den Lebenszyklus eines Fahrzeuges, ich sage jetzt mal zwischen 10 und 25 oder 30 Jahren, passiert das natürlich sehr häufig. Und je höher die Masse ist, umso mehr Energie muss ich im Laufe der Zeit aufbringen. Schaffe ich es also, das Gewicht von so einem Bauteil zu reduzieren, spare ich damit auch Energie und Kosten und schone die Umwelt. Was ihr hier seht, ist ein GFK-Fensterprofil, nicht das, was man aus dem klassischen Hausbau kennt. Das hier ist gemacht für die Deichmannske Bibliothek in Oslo. Wir haben da Befräsungen dran gemacht. So ein Bauteil war dann typischerweise 3 bis 6 Meter lang. Das war ein Teil des Fensterrahmens. Das wurde zusammengebaut, Glasscheiben irgendwo hier reingeklebt. Und da hat man glasfaserverstärkte Kunststoffe eingesetzt, um halt die Statik, um die Windlasten und so bei so einem Fenster abzufangen, aber natürlich auch, um das ganze Gebäude energieeffizient zu machen. Weil glasfaserverstärkte Kunststoffe sind ja nun mal auch ein guter Isolator, sorgen dafür, dass weniger Wärme benötigt wird, um ein Gebäude zu beheizen und tragen damit natürlich auch zum Klimaschutz bei.
Im normalen Hausbau sind die Profile natürlich etwas filigraner. Das hier ist ein Verbindungsteil, auch aus dem Gebiet der Bautechnik. Sorgt dafür, dass man einmal sehr hohe mechanische Lasten aufnehmen kann, also Windlasten, die auf dem Fenster gehen, halt vernünftig übertragen kann. B, sorgt das auch für eine sehr gute Wärmeisolierung.